wir müssen uns beeilen. Hehltore, geht zur Seite. Schart euch um das Brautpaar. Und nun seht in die Kamera. Es war der Wunsch meiner Nichte. Nur ihre Freunde sollten bei der Vermählung dabei sein. Alles junge Leute. Da hat sie recht getan. Nicht wackeln. So, jetzt. Sagen Sie, Kommissar, warum schickt man Sie von Rom nach Genua? Ich glaube, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Mord an der Braut und der Entführung eines römischen Bankiers, der hier verschwunden ist. Kommissar Terzi? Ja, Salve. Willkommen. Danke. Ich hole Ihr Gepäck. Ah ja, danke. Hatten Sie einen ruhigen Flug? Ja, es ging. Bin schon schlechter geflogen. Ich denke, Sie werden sich sofort an die Arbeit machen. Hier steht unser Wagen. Ich habe den Auftrag, Sie ins Büro zu bringen, Kommissar. Später. Der Das hat noch Polizeichef möchte Zeit. Sie gleich sprechen. Gut. Fahren Sie schon los. Ich komme später nach. Na schön, Kommissar. Wie Sie wollen. Bis bald. Achten Sie auf den Hund. Danke, Kommissar. Salve. Ich höre. Sie hatten recht, der Bankier Benzi wird von seinen Entführern in Genua festgehalten. Das Versteck war nicht leicht zu finden. Schluss. Wo ist der? Na, Erzähl mir was. Komm. auf einem Schiff im Schrotthafen von Riccio. Hast du das gehört? Ach, das sind die Ratten. Hey. Was ist denn? Du bleibst aber im Alten.
caso fallo fuori. Va bene. Sieh mal einer an. Ist denn das zu glauben? Wie komisch, ausgerechnet Sie befreien mich. Still mal. Da ist noch jemand. Ich brauche den Wagen. Steigen Sie aus. Nehmen Sie sich einen anderen. Ich muss nach Rom. Sie bekommen ihn wieder. Steigen Sie aus, Signore. Wie? Wie bekomme ich mein Auto wieder zurück? Das ist ein neuer Wagen. Sie bekommen den Teil wieder. Das gibt's doch nicht. Wo ist ja ein Telefon? Dort ist eine Telefonzelle. Danke. Mir ist egal, mit wem er verhandelt, hol ihn raus. In 30 Minuten muss er bei mir auftauchen.
hinauf. Willst du eine Uhr kaufen? Das war doch nicht. Ja, komm, Voll. hey, ruhig, dich, mein Freund, komm doch. Wollt ihr Ärger? Wir sind gegen Leute, die sich in fremde Angelegenheiten mischen. Ich rate dir, verschwinden und lass dich hier nie wieder blicken. Na, wenn du das willst. Erzähl keine Geschichten. Ich weiß nicht, wer die Idee hatte, mich zu entführen, aber er wird's noch teuer bezahlen. Und dann dieser kleine Sherlock Holmes. Ich hatte ihn in Rom abgeschüttet, jetzt hängt er wieder an meinem Hals. Ja, Terzi. Er soll mir aus dem Weg gehen, verstehst du? Ist Ginny da? Ja, er erwartet dich. Du kannst an dem Streit nicht Einverstanden. Wie du willst. nicht deine Tochter, eine ganze Schüssel, die auf jeden Fall Warum nicht? Ja, du musst mich entschuldigen, aber ich habe geschäftlich Ginny. zu tun. Bis heute Abend. Der Alte ist wieder frei. Ja, ich weiß. Man spricht im Hafen drüber. Du gehst gleich los und suchst den Morini. Er darf nicht reden, ist das klar, Rocci? Wie du es machst, überlasse ich dir. Aber ich will keinen Ärger. Na, dann triffst du dich heute noch mit unserem Doktor und gibst ihm den Umschlag und sagst ihm, er soll die Sache zu Ende bringen, die er angefangen hat. Ja? Wo Bist treffe ich du den verrückt, Doktor? Mann? Wenn du den Doktor der Verrückten meinst, in der Galleria Boccardo. Oder Ich er trinkt weiß. bei Leonti an Martini. Ja, bitte. Mein Gott, nochmal, töte mir nicht den Nerv mit dieser Geschichte. Das ist dann die Angelegenheit der Versicherungsanstalt. Im Übrigen erledigt das mein Hauptbuchhalter. Manchmal bedauere ich, dass ich nicht Fischer geblieben bin, wie mein Vater. Wirklich? Das verstehst du nicht, du Idiot. Als Fischer siehst du, was du mit den Händen schaffst. Als Fischerleben ist nicht schlecht, auch wenn du Hunger hast und arm bist. Aber was wisst ihr Lackaffen schon davon? Ihr lebt von der Pistole. Pum! Und kassiert. Das nennt ihr Arbeit. Denkst du, mir gefällt der Job hier? Ich tue scheußliche Dinge, weil die anderen auch nur scheußliche Dinge tun. Ich muss mich meiner Haut wehren. Du dagegen aber bringst Menschen um, weil du Spaß am Töten findest. Signor Ginny, Ja, was ist? ich habe einen Tipp bekommen, dass uns der Zoll einen Besuch abstatten will. Mach dir keine Sorgen. Geh und sag Mario, er soll die Ware in Sicherheit. Mach ich. Sie machen mir Sorgen, Terzi. 2 Stunden sind Sie erst in Genua. Und in der kurzen Zeit haben Sie das größte Verkehrschaos angerichtet, das ich in der Stadt erlebt habe. Was soll ich tun? Natürlich, ich kenne Ihre Erklärung. Sie tauchen auf und befreien Benzi, zugegeben. Hätten Sie mich wenigstens verständigt oder den nächstbesten Streifenwagen angerufen, hätte Morini Ihnen nicht entkommen können. Laufen Sie immer so angezogen? Ja, es sei denn, Sie geben mir Gehaltszulage. Sie sind doch nicht etwa einer von denen, die eine Gewerkschaft für Polizisten fordern? Nein, im Augenblick hänge ich noch an meinem Job. Das ist klug, Terzi. Kommen Sie, kommen Sie. Nicht so zaghaft. Setzen Sie sich. Also, versuchen wir zu rekapitulieren. Erstens hatten Sie keinen Durchsuchungsbefehl vom Richter. Zweitens haben Sie den Verkehr in der Stadt für 1 Stunde lahmgelegt. Drittens befreien Sie Benzi, um ihn in Gesellschaft der Leiche eines Gangsters zurückzulassen. Und obendrein spielen Sie in der Altstadt Indianer mit ein paar Halbwüchschen. Und anstatt den Anführer zu verhaften, spielen Sie den Helden. Und das alles, als ob die Arbeit der Polizei nicht schon genug Schwierigkeiten mit sich brächte. Muss ich fortfahren? Nein, ich war es, der alles falsch gemacht hat. Um Gottes Willen, Terzi. So meine ich das nicht.
Wir brauchen Leute wie Sie. Nur etwas berechenbarer. Ein wenig Überlegung und Ruhe. Mein Cholesterinspiegel ist höher als erlaubt. Ich weiß, Sie wollen Morini. Aber seien Sie so nett und machen Sie meine Kinder nicht vorzeitig zu Waisen. Hä? Mehr will ich nicht. Ciao, Doktor. Was willst du, Rotschi? Geni will, dass Sie ihm einen Gefallen tun. Aber ich kann doch nicht. Ich will ihn... Keine Ausrede. Sie werden es tun. Verstanden? Wohin fahren wir? Nach Hause. Warte einen Moment. Bist du nach Genua zurückgekommen? Ja, versetzt. Aber das passiert wohl einem Untersuchungsrichter nicht. Nein, wie du siehst. Sag mal, kann ich dich irgendwo allein sprechen? Natürlich, komm mit. Du glaubst, sie wollen die Ermittlungen über diese Entführung niederschlagen? Ich habe den Verdacht, aber sehr begründet. Merkwürdig ist doch, dass man mir die Fälle in dem Augenblick weggenommen hat, als ich fast herausgefunden hatte, an wen die Lösegelder gezahlt worden sind. Die Spur führt zu Bauspekulationen und zu anderen undurchsichtigen Geschäften. Es scheint sich um eine Unternehmergruppe zu handeln, in der führende Leute engagiert sind. Unter anderem fließen diese Gelder auch in verschiedene Schmuggelgeschäfte. Mit Waffen, Zigaretten, Antiquitäten und Rauschgifthandel. Die Gruppe finanziert die dunklen Geschäfte der Unterwelt. Und was meinst du, sollen wir tun? Ich gar nichts, aber du könntest die Ermittlungen weiterführen. Ich habe einen ihrer Strohmänner gefunden, einen gewissen Sassi, ein Bauer und Analphabet. Aber auf seinen Namen sind Villengrundstücke an der Riviera eingetragen. Er hat beim Notar so etwas wie eine Unterschrift gekritzelt. Ich hoffe, über das Katasteramt oder durch die Steuerüberprüfung den Warenbesitzer zu finden. Vielleicht den Kopf der Spekulanten. Offiziell kann ich nichts mehr in der Sache tun. Ich würde dir das Aktenbündel gerne übergeben. Vielleicht hängt dein Fall damit zusammen. Willst du Kaffee? Ja, danke. Polizeipräsidium Platz 6? Es liegt eine Mitteilung für die Polizei in der Telefonkabine am Largo vom 12. Oktober. Bitte! Bitte, wer spricht dort? Der Mann, der die Braut erschossen hat. Ruhig, Colantoni. Lass dich nicht bei deinem Verdauungsschlaf stören. Wie kommst du darauf? Ich war noch nicht essen. Weil du so rotieren musstest, ne? Was gibt es Neues über die ermordete Braut? Nichts Neues. Ich habe nur die Angaben über die Angehörigen. Willst du sie sehen? Hier bitte. Und das Gutachten über die Mitteilung? Nun, das Foto von der Kirche ist mit einer gewöhnlichen Polaroid-Kamera geschossen worden. Und die Sphinx ist die Fotokopie einer simplen Grafik. Weiter nichts. Ja, dachte ich mir schon. Ja, da ist noch was anderes gewesen. Was? Ich hab's vergessen. Colantoni, nicht, dass dir bei deinem Schläfchen der Geist ausgelaufen ist, nein, oder? Der lange Sassera trägt immer schwarze Klamotten, mit schwarzem Bart, mit schwarzer Seele. Sieht schon aus wie ein Polizist. Beschattet die Frau von Morini. Na bitte. Ich folge ihr. Du gehst rein, fragst, was sie wollte.
Sagen Sie, können wir mit diesem Telefon nach draußen telefonieren? Sie, Signore, bedienen Sie sich. Danke. Hier ist Terzi. Ich bin hier im Aufzug des Portello Casaletto. Schicken Sie mir einen zweiten Mann an den oberen Ausgang. Ja, gut. Danke, das war's. Aber ist das nicht sehr gefährlich? Warum soll das gefährlich sein mit so einem schnellen Motorboot? Ich mach mit. Ich warte dann also auf deinen Anruf, ja? In 3, 4 Tagen. Du bist ja nervös, Morini. Dir zittert die Hand. Was denn los? Findest du dich sehr geistreich, du Rotznase? Dem Chef hat es nicht gefallen, wie du deine Arbeit erledigt hast, Morini. Das war eine schwache Leistung. Ich habe den Eindruck, dass du langsam alt wirst. Hör zu, du Spritzer. Sag deinem Chef lieber, dass ich den Rest meines Geldes will, und zwar bis heute Abend. Verstanden? Du bekommst kein Geld. Du kannst zufrieden sein, wenn du die Anzahlung nicht zurückgeben musst. Also sei friedlich. Es ist nicht leicht für dich, ein Versteck zu finden. Ich will mein Geld haben. Und zwar bis heute Abend. Und mein Name ist Morini. Vergiss das nicht. So, mein Freund. Sag deinen Affen, sie sollen eine Münze in den Flipper stecken und sich nicht einmischen. Sonst bist du fällig. Questa è una pelliccia di volpe argentata. Belle, splendide. Und das hier ein Ocelot Cape. In einer Sekunde zeigen meine Damen Ihnen 3 weitere Modelle aus meiner umfangreichen Kollektion. Also bitte, meine Damen. Na, wollen wir mal sehen. Ein Mantel ist schöner als der andere. Ich kann mich noch gar nicht entscheiden. Ich glaube, am besten passt zu dir der Tiger. Lass dir doch von deinem Mann den Tigermantel schenken. Die Entführung ist ein wahrer Glücksfall gewesen. Sie bringt mir eine Menge Stimmen. Dann werde ich meine treuen Freunde um mich sammeln. Nancy, ich habe immer zu dir gestanden. Wir sind zusammen groß geworden. Aber Geschäfte sind Geschäfte. Du kannst wirklich nicht von mir erwarten, dass ich den Bau einstelle. Ich erwarte es nicht von dir. Ich befehle es dir. Diese linke Administration muss verschwinden. Das ist die Hauptsache. Die Serie ist ganz herrlich. Finde ich auch. Die Leute müssen mich anflehen. Und sie bekommen jemanden, der durchgreifen kann. Ich verstehe, aber dann müssen wir... Dann wird mit allen unseren Gegnern abgerechnet. Du musst lächeln. Schließlich machen wir einen Einkaufsbummel mit den Frauen. Sehen Sie bitte diese wunderschöne Jacke. Grönländischer Silberfuchs. Und dann dieser herrliche Mantel aus Tigerfell. Also wofür hast du dich nun entschieden? Für den Mantel dort. Mhm. Hören Sie, Signor Dellera. Ich nehme den Mantel. Diese Zwischenwand kommt in den Seitenflügel, diese kommt hierher. Es gibt eine weitere Mitteilung von Sphinx. Sie ist im Briefkasten Nummer 51 der Via Assarotti. Via Assarotti. Willst du es noch mal hören? Deine Meinung? Meinung, was soll ich dir sagen? Männliche Stimme, circa 40 Jahre alt, mit geringen Anklängen von Dialekt. Besser gesagt, er spricht mit einem Zungen-R. Seine Diktion ist verstellt, als ob er rezitiert oder seine Stimme tarnen will. Aber die Mitteilungen sind zu kurz, als dass man die Stimme identifizieren könnte. Danke sehr, Tomasi. Es war meine Pflicht. Hören Sie sich die Mitteilung immer wieder an. Vielleicht finden Sie was. Hör mal, Tomasi, schick mir eine Kopie in mein Büro. Wenn es dir was gibt.
pietre, rugiada tiepida, rossa di sangue. E lui, disteso fra gli alberi, solo lui, col freddo nel cuore, ha negli occhi paura e dolore, e non sa col giorno il sole rivedrà. Bist du's, Colantoni? Hab ich dich geweckt? Ich esse gerade. Ich muss auch Diät halten. Ist denn was? Gibt es irgendeinen Zusammenhang zwischen der ermordeten Braut und dem Ingenieur von der Baustelle? Nein, nur dass der Onkel der Braut ein bekannter Industrieller ist, Mario Borelli, Zementfabrikant. Und der tote Ingenieur ist bei ihm angestellt gewesen. Kommissar... Terzi von der Kriminalpolizei. Kommissar Terzi. Eine Zigarette? Es handelt sich wahrscheinlich um den Ingenieur Matte. Ja, ich kannte ihn. Wir haben uns ein paar Mal gesehen. Immer aus geschäftlichen Gründen. Sie glauben, es gibt einen Zusammenhang zwischen seinem Tod und dem meiner Nichte? Sie wurden von einer Person mit der gleichen Waffe getötet. Finden Sie nicht, dass das Zusammenhänge sind? Ja, ich verstehe. Aber ich versichere Ihnen, dass meine Nichte nicht einmal von der Existenz Matteis wusste. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Sonst stehe ich Ihnen immer zur Verfügung. Fangen Sie den Mörder. Viel Glück dabei. Arrivederci. Wagen 27. Wagen 27. Kommissar Terzi, was ist denn? Es kam ein Anruf. Morini ist bei seiner Frau. Ich wollte es Ihnen gleich sagen. Danke, Colantoni. Was trinkst du? Nichts, ich lebe dir. Franka, wo bleibt der Kaffee? Kommt er? Ist schon fertig. Du übrigens, ich habe gestern mit Claudia Schildi gesprochen. Sie hat mir eine Möglichkeit genannt, wie wir für eine Weile verschwinden können. Ich bin sicher, auf Korsika werden sie dich ganz bestimmt nicht suchen. Auf Korsika? Ja, warum nicht? Ich finde das eine gute Idee. Wäre das denn so schlecht, wenn wir auch mal Ferien machen? Nein, nein. Das Risiko ist zu groß. Wir dürfen nicht zusammen wegfahren. Was ist denn mit Angela, deiner Schwester? Kann die uns kein Geld geben? Das Geld, das sie mir gegeben hat, waren ihre gesamten Ersparnisse. Es war alles. Kaum zu glauben. 80.000. Wer ist das? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Frag aber erst, wer da ist, verstehst du? Ja. Ja? Ich bin der Nachbar. Wer sind Sie denn? Polizei. Gehen Sie aus dem Weg.
Na, sehen Sie, Polizist? Sie haben umsonst gesucht. Der Kommendatore Benz ist eine Wanze, die nicht verdient, weiterzuleben. Ich fordere, dass er sich öffentlich das Leben nimmt, sonst bin ich gezwungen, weitere Unschuldige zu töten. Das ist absurd. Das habe ich auch schon gesagt. Aber Sphinx, glaube ich, meint das ernst. Und vergessen Sie nicht, er hat schon 2 getötet. Melden Sie mich an bei Spaini. Sagen Sie ihm, dass ich ihn heute noch sprechen muss. Sie dürfen es nicht veröffentlichen. Die Leute würden in Panik geraten, wenn Sie das in Ihrer Zeitung drucken. Ich glaube, das kann ich Ihnen nicht versprechen. Die Presse hat doch allgemein die Pflicht und auch das Recht, Informationen zu geben. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich bitte Sie nur 24 Stunden zu schweigen, damit wir einen gewissen Vorsprung erhalten. Sphinx hat diesen Brief geschrieben, weil er will, dass er veröffentlicht wird. Und so lange wird er warten. Und ein Aufschub hilft der Polizei vielleicht, ihn zu fassen. Verstehen Sie mich recht? Na bitte, ich bin einverstanden. Aber nur 24 Stunden. Ich stehe natürlich vor der Schwierigkeit, meinen Redakteuren den Maulkorb anzulegen. Ich bin sicher, es gelingt Ihnen. Suchen Sie mehr Terzi. Er muss in 20 Minuten gefunden sein. Was kosten die Booker? 300.000. Ein bisschen viel. Oh, das würde ich nicht sagen. Das sind Smaragde, die ihresgleichen suchen. Die Verarbeitung ist tadellos und die Fassung ist ein wahres Meisterwerk. Signor Gini. Warten Sie. Na, schieß los. Man hat uns im Hafen eine LKW-Ladung gestohlen. Es wäre schon gut, wenn Sie persönlich kommen könnten. Und das jetzt, wo die Polizei einen Wirbel anfangen will. Ja, verstehe. Du suchst den, der sich seine Finger an meinen Sachen verbrennt. Und um das andere kümmere ich mich schon. Mach dir keine Gedanken. Einverstanden, ich kaufe Signor Parodi. Das Collier und den Siegelring. Alles in mein Haus. Selbstverständlich, Signor Gini. Ich liefere heute. Signor Gini? Wenn du weißt, wer es war, meldest du dich gleich. Gewiss. Polizeipräsidium, ja bitte? Ich will einen Verantwortlichen sprechen. Wer ist denn da? Unterlassen Sie Ihre dummen Fragen. Verbinden Sie mich mit Ihrem Vorgesetzten. Hier spricht Sphinx. Ja, bitte. Wer spricht dort? Sie wissen sehr gut, wer ich bin. Wer sind Sie? Ich bin Kommissar Terzi. Wie finde ich das, der Kommissar? Hören Sie, ich sag's nicht zweimal. Sie werden zuhören. Und mich nicht unterbrechen. Lassen Sie ihn sprechen, wir nehmen es auf. Nicht drucken lassen. Ich werde Ihnen beweisen, dass Sie mich unterschätzt haben. Ich vernichte jetzt diese Zeitung. Dann seht ihr, was passiert, wenn meine Anordnungen nicht gleich befolgt werden. Dann gibt's ein Blutbad. Hören Sie, Sphinx. Ich versichere Ihnen, dass wir die Veröffentlichung Ihrer Mitteilung nicht verhindert haben. Sie erscheint morgen. Habt ihr ihn? Telefoniert hat er von San Federina, aber wir konnten in der kurzen Zeit den Apparat nicht feststellen. Die Zeit war zu knapp. Und jetzt? Sie werden alles andere liegen lassen und sich auf Sphinx konzentrieren. Keine Extratour, das ist ein Befehl. Sorgen Sie dafür, dass die Zeitungsredaktion Tag und Nacht bewacht wird. Wenn jemand Polizeischutz braucht, dann ist das eher Benzi. Und wenn Sphinx Benzi bedroht, gibt es auch eine Beziehung zwischen ihnen. Sie werden das vergessen. Benzi ist der Präsident eines großen Bankenkonsortiums. Und der Mann kandidiert für die nächsten Wahlen. Mit anderen Worten, er erlangt Immunität. Auf dem Grund des Schlamms sitzt immer eine Kröte und die ist immun. Terzi, verhalten Sie sich bitte objektiv. Unterdrücken Sie das Misstrauen. Aber wenn es Sie beruhigt, lade ich Benzi zu einem Gespräch bei mir ein. Sie können dabei sein.
da ist der Chef in seinem Auto da drüben auf der anderen Seite. Beeilen Sie sich, wenn Sie ihn sprechen wollen. Die Fahndung nach dem Täter, der Gina Borelli erschoss, hat sich auf die ganze Stadt ausgedehnt, nachdem der Mörder, der sich Sphinx nennt, 2 weitere Menschen umgebracht hat. Vizepräsident Spaini hat uns folgende Erklärung dazu gegeben. Ich appelliere besonders an die Presse. Nur Dinge zu veröffentlichen, die auch der Wahrheit entsprechen. Das heißt, Respektierung der realen Schwierigkeiten des Falles, damit kein falscher Alarm verursacht wird und keine Panik unter der Bevölkerung entsteht. Was die Ermittlungen der Polizei betrifft, wir verfolgen mehrere Spuren. Leider kennen wir den Mann noch nicht, der sich den Namen Sphinx gegeben hat. Er ist gefährlich, aber ich will unterstreichen, dass unsere Ordnungskräfte schon schwierigere Fälle gelöst haben. Behalten Sie Ruhe und vertrauen Sie den Polizeikräften. E adesso andiamo avanti secondo il nostro programma. Bitte treten Sie ein. Eine Sekunde. Das ist unser Kommissar Terzi. Ein bisschen zu schön für einen Kommissar. Nun ja, ich habe Sie um diese Zusammenkunft gebeten, weil wir verschiedene Spuren haben. Eins möchte ich vorher klarstellen. Ich habe vor dem Verrückten keine Angst, meine Herren. Hören Sie, welchen Zusammenhang gibt es zwischen Ihrer Entführung und Sphinx? Terzi möchte wissen, ob Sie eine Hypothese haben, wer sich hinter dem Namen Sphinx verbergen könnte. Sie werden doch sicher verstehen, dass in meiner Position in der Gesellschaft manches Risiko nicht auszuschließen ist. Ja, wollen Sie damit sagen, dass Ihnen jemand nach dem Leben trachten könnte? Nun ja, ich habe viele politische Gegner. Aber wahrscheinlich würden sie kein Attentat auf mich verüben. Verzeihen Sie, Signor Benzi, aber die Polizei klammert sich an die kleinste Spur bei ihren Ermittlungen. Jedenfalls scheint mir, dass es gut wäre, Sie für eine Weile zu überwachen. Diskret natürlich, soweit das geht. Ich glaube, das ist unnötig. Ich denke, es wird besser sein. Sie bleiben dann noch und arrangieren die Überwachung wie abgesprochen. Ich erwarte Sie im Büro. Arrivederci. Arrivederci. Na schön. Ich will jetzt nicht gestört werden. Terzi. Wie viel verdienen Sie jetzt? Eine ganze Menge, aber mir ist es zu wenig. Ah. Sie gefallen mir. Sie sind ein kluger Kopf. Und ich brauche kluge Leute während der Wahl und danach. Ich bin mit Leib und Seele Polizist. Ach, mir müssen Sie nichts erzählen. Aber Sie können sich mein Angebot noch überlegen. Ein Scotch? Ich brauche einen Sicherheitsbeauftragten, der sich nur um mich kümmert. Denn ich komme sicher öfter noch in solche Situationen. Ist es für Sie nicht vielleicht besser, wenn Sie das Risiko vermeiden, auf Sizilien zu landen, weil Ihr Vorgesetzter herausfindet, dass Sie ihm unsympathisch sind? Das wird nicht einfach sein. Ich habe einige gute Beziehungen. Aha. Wer bist du? Lass mich los! Lass meinen Arm los! Wie alt bist du? 18. Findest du nicht, dass du zu jung bist, um Menschen umzubringen? Warum? Muss man dazu alt sein? Ja, das Alter zählt nicht. Du hast schon recht, aber man braucht ein Motiv. Und du? Welches Motiv hattest du, meine Schwester umzubringen? Deine Schwester? Wer ist denn deine Schwester? Die Frau von Morini. Du irrst dich. Ich bin es nicht gewesen. Es war Morini, der geschossen hat. Sie hat sich dazwischen geworfen. Er schoss trotzdem. Ich hatte ihn bei ihr gestellt und er konnte nicht mehr fliehen. Ich habe einen Augenblick gezögert, aber er hatte keine Skrupel. Ich glaube dir nicht. Glaubst oder glaubst nicht. Ich habe keine Zeit, ein kleines Mädchen zu überzeugen. Ich bin kein kleines Mädchen und du bist ein Lügner. Ich weiß, wie es dich abgespielt hat. Du hast kaltblütig geschossen wie ein Irrer. Ich weiß es von Morini. Wann hast du ihn gesehen? Gar nicht. Wann hast du ihn gesehen? Komm schon. Musst du so drücken? Na los.
ein paar Stunden. Und wo? In Savona. Im Sportclub von Pini. Hier? Ja. Kabine 5, Signore. Vielen Dank. Ich danke auch. Der Direktor da? Ja, Lassen Sie ihn rufen. einen Moment bitte. Herr Direktor, es möchte Sie jemand sprechen. Was wünschen Sie? Kennen Sie einen gewissen Morini? Nein, tut mir leid, kenne ich nicht. Ich zähle nur bis 3. Dann will ich wissen, wo er ist. Die Tür neben dem Spiegel. Hallo, Ihr Wechselgeld. Ja, ist gut. Aus dem Weg! Er hat sie erschossen. Die eigene Geliebte. Bleiben Sie bei ihr. Stehen bleiben! Bleiben Sie stehen!
Rätselraten wie üblich. Na, er kündigt seine Züge vorher an. Tja, aber welchen? Ja, macht uns verrückt mit den Symbolen. Und das letzte Mal schickte er ein Foto des Palazzo San Giorgio. Und das ist der Sitz des Bankenkonsortiums. Und jetzt wissen wir endlich, dass dieses Symbol sich auf die Entführung Benzys bezog, der Präsident der Banken ist. Tja, wenn ich nur wüsste, warum er uns diesmal Dante schickt. Er erwartet doch wohl nicht, dass wir die ganze göttliche Komödie lesen. Wer weiß, was sich in dem Kopf eines Wahnsinnigen abspielt. Ich glaube, er ist verrückt, aber es steckt noch mehr dahinter. Na, gehen wir. Die Dante-Schule. Auf, Whisky. Du kannst mir helfen. Haben Sie gefunden, was Sie suchen, Doktor? Ja, danke. Ah, diese können Sie mitnehmen, die brauche ich nicht. Entweder Benzi tötet sich selbst oder ich lasse ganz Genua in die Luft fliegen. Ja, bitte? Hallo? Hören Sie mich? Sie sind doch da und können mich hören.
Dieses Telefon haben wir nicht unter Kontrolle. Sie können frei sprechen. Es besteht keine Gefahr für Sie. Hören Sie mich. Hä? Hören Sie, wenn das ein persönlicher Racheakt sein soll, dann tun Sie es auf feigste Art und Weise. Oder sind Sie vielleicht ein Verrückter, der die Leute aus Spaß tötet, hä? Ein Wahnsinniger, ein Feigling, der nicht den Mut hat, sich zu zeigen. Du kannst mich nicht beschimpfen, Polizist. Hören Sie, ich kenne Ihre Beweggründe nicht. Ich kann Sie nur danach beurteilen, was Sie tun. Begreifen Sie nicht, dass das alles absurd ist? Weniger absurd als so manches andere in dieser Stadt. Gibt es denn keine andere Lösung für Sie? Doch, wenn sich Benzi tötet. Bis nächsten Sonntag 12 Uhr. Er muss sich selbst umbringen. Oder ich lasse die Stadt in die Luft fliegen. Das war die letzte Warnung. Bravo, bravo, Pino. Wolltest ein eigenes Geschäft aufmachen, hä? Ich bewundere Jungs mit Unternehmungsgeist, aber sie dürfen sich nicht auf meine Kosten bereichern. Und es ist wirklich schade, dass ausgerechnet du mich bestohlen hast. Hol ihn hoch. Kannst dir meine Hände ansehen, Pino. Am Anfang habe ich auch hart mit meinen eigenen Händen arbeiten müssen. Und ich hielt mich an die Regeln, auch wenn es mir nicht gefiel. Du hast das nicht nötig, hm? Klaust mir einen LKW und bist ein reicher Mann, wie? Und jetzt müsstest sehen, wie du zugerichtet bist, mein armer Pino. Da ist ein Telefonanruf für dich. Und was machen wir jetzt mit Lass dem? ihn verschwinden, aber ohne Spuren zu hinterlassen. Na schön, die übliche Sache. Ja, bitte? Nein, entweder heute Abend oder gar nicht. Gestatten Sie? Ja, kommen Sie rein. Einen Moment, es sind ein paar Schecks zu unterschreiben. Ja, zeigen Sie her. Und wofür? Für den Ankauf von Boden an der Riviera für die Partiellen in der Brianza. Ah, verstehe. Und diese? Damit begleichen wir die Extraladung. Entschuldigen Sie, die 2 Milliarden aus dem Geschäft mit Krollo, sollen die zur Rückführung in Vaduz akkreditiert werden oder bei unserer Schweizer Bank? Bei keiner dieser Banken. Buchen Sie alles auf mein persönliches Konto. Ja, aber Ihr Sozius... Mein Sozius hat im Moment andere Sorgen. Das war's, danke. Da, Whisky? Friss. Friss doch. Friss. Ich verstehe es nicht. Er hat keinen Hunger. Weil ich eine Fremde bin? Nein, er ist nun so sehr an mich gewöhnt. Und dadurch verwöhnt. Was soll ich denn machen? Ich habe ihm doch feines Fressen hingestellt. Ah ja, das glaube ich. Gleich wirst du sehen, wie er rennt. Whisky? Bravo. Ich mache uns auch was. Ja, hier ist Terzi. Hallo, Mark. Ich habe den Beweis. Ja, ich kenne jetzt die Schuldigen an den Entführungen von Kollo, Kalanki und Gandos. Ich weiß auch, wo die Lösegelder geblieben sind. Ein Teil ist in den Ankauf von Baugrund investiert worden, aber ich kenne jetzt die Besitzer. Der Rest in verschiedene andere Geschäfte der Unterwelt. Und wie ich dir schon sagte, Handel mit Waffen, mit Rauschgift, Schwarzhandel mit Zigaretten und so weiter. Ja, Mark. Ich habe das Gefühl, dass ich beobachtet werde. Bleib zu Hause, ich komme sofort. Ja gut, ich warte auf dich. Ja? Es ist zwecklos, dass Sie zu Guglielmi fahren. Ich bin vor Ihnen da. Hallo? Hallo?
gibt eine weitere Mitteilung von Sphinx. Sie ist im Briefkasten Nummer 51 der Via Sarotti. Es ist zwecklos, dass Sie zu Guglielmi fahren. Ich bin vor Ihnen da. Es gibt eine weitere Mitteilung von Sphinx. Sie ist im Briefkasten Nummer 51 der Via Sarotti. Ich verstehe nicht, warum Sie nicht damit zufrieden sind, Terzi. Der Gerichtsmediziner hat festgestellt, dass Guglielmi mit dem Kaliber getötet wurde, das Sphinx benutzt. Warum bezweifeln Sie, dass auch diesmal Sphinx der Mörder war? Die Waffe ist aus dem NATO-Arsenal. Einfach deshalb, weil auf dem Bild von Sphinx diesmal die Pyramide fehlt. Sie mögen Ihre Zweifel haben, aber warten wir das ballistische Gutachten ab, dann sehen Sie, dass der Mord auch auf das Konto von Sphinx geht. Im Übrigen, heute ist Freitag. In 2 Tagen läuft das Ultimatum ab. Apropos, vergessen Sie nicht, dass Benzi in einer halben Stunde das neue Krankenhaus einweiht. Ja, ich gehe hin. Und noch eins, Terzi. Ich streite nicht gegen Ihre Hypothese. Durchaus möglich, dass es Sphinx diesmal nicht war, sondern dass jemand so tut, als ob er Sphinx ist. Warum nicht? Aber eines will ich nicht erleben, Terzi. Und ich ertrage nicht einmal den Gedanken daran, dass Kommentatore Benzi oder irgendeine andere Persönlichkeit unserer Stadt ermordet oder vielleicht sogar zum Selbstmord getrieben wird. Und ich will nicht, dass da Bomben auf der Straße explodieren. Und ich will keine Panik und kein Blutbad. Ich will Sphinx und basta. Wer immer es ist oder was immer er repräsentiert. Klar? Also, meine lieben Freunde, das ist nicht nur ein bedeutendes, sondern auch ein freudiges Ereignis. Dieser Bau, den wir heute einweihen, ist nicht nur der modernste und funktionellste Krankenhauskomplex Italiens, sondern Europas. Wie Sie wissen, habe ich mich stets und überall dafür eingesetzt, dass die Entwicklung unserer geliebten Stadt Genua vorwärts geht. Und weil das so ist, möchte ich die Gelegenheit benutzen, um Ihnen mitzuteilen, dass ich bei den nächsten Wahlen für unsere Stadt kandidieren werde. Ich hoffe auf Ihre Unterstützung. Ich bedanke mich, meine lieben Freunde. Großartige Rede. Danke, Padre, danke. Danke. Bitte kommen Sie. Bedienen Sie sich bitte. Das war meine Pflicht. Wir danken Ihnen. Signor Benzi, kann ich Sie sprechen? Bitte. Verzeihung. Gibt es etwas Neues? Nichts Konkretes. Wir befinden uns noch immer im Stadium der Fantasien und Hypothesen. Der Verrückte beunruhigt mich. Er hat bewiesen, dass er ernst macht. Vielleicht gibt es gar keinen Verrückten. Vielleicht ist das nur ein Trick, sich hinter einem Irren zu verbergen. Ah, ich glaube nicht, dass noch mehr dahinter steckt. Es ist ein Verrückter, der allein arbeitet. Das glaube ich nicht. Es ist auch unglaubhaft, wenn ein Mann wie Sie der Meinung ist, da steckt nichts dahinter. Ah, ich komme sofort. Wer ist das? Ein Fotograf. Den hat mir mein Teilhabe geschickt. Ach, Publicity. Die ist nun mal notwendig. Bei manchen Geschäften ist Publicity von übel. So wie damals bei Ihrer Geschichte in Mailand. Das Geschäft mit dem Rauschgift. Hm? Halten Sie den Mund. Die Tatsache, dass jemand, den ich nicht kenne, meine Export- und Importfirma für seine scheußlichen Geschäfte benutzt hat, beweist doch gar nichts. Ich habe davon überhaupt nichts gewusst. Und vergessen Sie nicht, das Gericht hat mich damals freigesprochen. Das Gericht, oh ja. Ich erinnere mich an alles. Und Ihr Augenblick kommt auch noch. Borelli und Benzi kennen sich sehr gut. Borelli bedient sich der gleichen Verbrecher wie Benzi. Was kann ich für Sie tun, Kommissar? Welche Beziehungen bestehen zwischen Ihnen und Signor Benzi? Mein Geld ist auf seiner Bank. Das hat Ihnen mein Buchhalter gesagt. Vor ein paar Jahren waren Sie auf dem Bau nur Meister. Heute haben Sie eine Zementfabrik. Was wollen Sie denn damit sagen?
Ein Anruf genügt und Sie haben eine Menge Unannehmlichkeiten. Mir wird es schon genügen, wenn ich einen Blick in Ihre Bücher werfen kann. Außerdem brauchen wir uns doch nicht aufzuregen. Höchstens über die erhöhten Telefongebühren. Weshalb sind Sie zu mir gekommen? Benzi. Benzi, Benzi, Benzi. Das ist eine fixe Idee. Ich kenne ihn aus Mailand. Er war dort Industrieller. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Denn ich habe gearbeitet. Ich gehöre zu denen, die arbeiten. Ich auch. Wir haben uns in Genua wieder getroffen. In seiner Bank. Das ist alles. Und Mattei? Was hat der Bauleiter Mattei damit zu tun? Bezog er von Ihnen den Zement? Ja, und darf er nicht? Seit wann ist das gewesen? Wie soll ich mich daran erinnern? Wenn Sie fortfahren, mir solche Fragen zu stellen, verlange ich, dass mein Anwalt gerufen wird. Und weshalb? Er kann Ihnen nicht helfen, denn Sie sind nicht angeklagt. Vorläufig noch nicht. Hören Sie, Kommissar, ich betrachte unser Gespräch als beendet. Würden Sie bitte gehen. Es war eine Brücke. Ich hab's, eine Hola, Brücke. Antoni, beruhige Ja. Die erste Arbeit, die Mattei Barborelli hatte, war eine Straßenüberführung im Auftrag Benzis. Die Straßenüberführung stürzte 8 Wochen nach der Einweihung ein. Dabei sind 3 Personen getötet worden, die zu einer Trauung in die Kirche wollten. Eine davon ist die Braut gewesen. Die Braut? Ja, bei dem Unglück starb meine arme Nichte Maria. Wir haben den gleichen Namen, Maria Clerici. Bei dem Unglück starb auch ihr Vater. Und ihre Mutter hat diesen Schicksalsschlag nicht lange überlebt. Aber der Mann, den sie heiraten wollte, was wurde aus ihm? Andrea? Ach, der arme Andrea. Er wurde verrückt. Er landete im Irrenhaus. Dort ist er jetzt noch. Andrea Gatti? Andrea Gatti? Andrea Gatti. 36 Jahre, vor 14 Jahren hier eingeliefert. Wenn ich mich recht erinnere, hatten wir nie einen Patienten mit dem Namen Andrea Gatti. Tja, das ist eine Klinik für Reiche. Und wie Sie mir den Patienten beschreiben, ist er nicht mit Reichtümern gesegnet. Das war's. Falls Ihnen doch noch was zu dem Patienten einfallen sollte, können Sie mich ja anrufen. Selbstverständlich. Arrivederci. Haben Sie schon die Kutsche geschickt, um den Kommandanten D'Annunzio abzuholen? Selbstverständlich, gnädigste Gräfin, wie Sie es angeordnet haben. Sie wissen ja, welchen Wert er auf Pünktlichkeit legt. Es ist dringend. Ja, sofort, sofort, ich warte. Na bitte, Sie haben Ihr Gedächtnis wiedergefunden, oder? Also los, wer bezahlt für Gattis Aufenthalt? Hä? Keine Ahnung. Die Summe wird immer pünktlich überwiesen. Monatlich. Es scheint da dieser Blödmann in der Klapsmühle der Polizei alles auf die Nase gebunden, was sie wissen wollte. Du, Armando, bringst die Sache wieder in Ordnung. Ich werde für ein paar Wochen untertauchen. In der Zwischenzeit versteckt ihr die Ware, die wir hier in den Magazinen haben. Wir bringen sie außerhalb der 12-Meilen-Zone. Ja, genauso wie sonst. Ich verlasse mich auf dich, ja? Jetzt. Ja, gut. Wenn man bedenkt, wie viel ich dem Scheißkerl in die Tasche gesteckt habe. Hast du mal Feuer? Ja. Das Zeug nehme ich mit. Wir sehen uns nächste Woche in Lugano. Sehr wohl, Signor Ghini. Dreh um, wir laden wieder auf. Alles wieder aufladen. Wir bringen Hast du gehört? Beeil dich.
Wer hat da geschossen? Ich habe ihn nicht gesehen. Du gehst nach oben in seinen Rücken. Porco maledetto. Ha colpito Antonio. Vai, prendi un mitra. Und jetzt erzählst du alles. Ohne etwas wegzulassen. Verstanden? Warten Sie einen Moment. Ich frage, ob der Kommandantore Sie empfängt. Ja, danke. Prego, si accomodi. Grazie.
Kommen Sie, Terzi. Ich bin hier. Haben Sie die Zeitung gelesen? Nein, ich hatte was anderes zu tun. Da liegt eine. Lesen Sie. Das klingt so, als ob ich mich zum Wohle der Stadt selbst umbringen muss, nicht wahr? Das wäre eine schöne Geste. Ja. Das ist ein Wahnsinniger. Mag schon sein. Aber ich glaube, Ihr Tod soll ein genauso spektakuläres Ereignis sein wie, sagen wir, der Einsturz einer überfüllten Straßenbrücke. Ein etwas merkwürdiger Vergleich. Immerhin. Es ist besser. Sie finden den Mann bald. Einverstanden. Sagen Sie, haben Sie zufällig die Adresse von dem Fotografen, der im Krankenhaus auf Sie wartete, den Ihnen Ihr Sozius geschickt hatte? Luisa! Luisa! Eccola là. Ci risiamo, sempre sottosopra. Ma come fa a digerire? Venga, glielo cerco io. Bravo, Polizist. Ich wusste, dass du mich findest. Aber bist du clever genug, die Bombe zu finden? Ich helfe dir. Jemand, der dir nahe steht, hat ein Indiz für dich. War was? Vorhin klingelte der Gasmann und brachte das hier. Weiter nichts? Nein. Merkwürdig. Ich habe die Gasrechnung doch schon bezahlt. Sphinx. Eine Ansichtskarte von Sanremo. Und eine Reklame für Orangeade. Bitte zeig's mir. Darf ich? Vielleicht ein Anschlag auf das Postamt. Ja, und die Orangeade? Das Café an der Post. Nein. Das Bahnhofscafé. Nein, das ist es auch nicht. Vielleicht eine Orangadenfabrik oder sowas in Sanremo. Nein, Sphinx drückt sich immer in Symbolen aus, das weißt du ja. Mal sehen. Sanremo ist die Stadt des Chanson-Festivals. Da ist das Casino, das ist die Stadt der Blumen. Was hast du gesagt? Wiederhole. Es ist die Stadt der Blumen. Natürlich. Die Blüten, die Orangenblüten. Ja. Es ist eine Hochzeit. Eine Kirche. Aber welche? Wo sollte er vor 14 Jahren heiraten? Es sind nur noch wenige Stunden bis zum Ablauf des Ultimatums. Und wir wissen immer noch nicht, wo er die Bombe hingelegt hat. Entschuldigen Sie, Terzi ist am Telefon. Er hat die Bombe gefunden. Was ist? Terzi, wo zum Teufel haben Sie das Ding gefunden? Zum Teufel ist der richtige Ausdruck. Die Bombe ist in einer Sakristei. Eine Bombe in einer Sakristei? Ja, aber Sphinx hat mir ein weiteres Rätsel gestellt. Sobald Sie fertig sind, kommen Sie her. Natürlich. Ich versammle derweil den Krisenstab. Ja, das ist vielleicht nützlich, denn die Zeit drängt sehr. Also bitte machen Sie weiter. Aber halten Sie Kontakt mit mir. Ja, ich rufe Sie an. Ein neues Rätsel. Was steht drin? Kannst du es dir ansehen. Na und? Du bist clever, Polizist, aber die nächste Bombe wirst du nicht finden. Ich habe dir schon alle Hinweise gegeben, aber wenn du hier bist, hast du sie nicht verstanden. Deine Mühe wird vergeblich gewesen sein. Adio. War das alles? Ja, alles. Und was jetzt? Jetzt müssen wir wieder von vorn anfangen. Gehen wir. Lassen Sie uns rein, wir sind von der Presse. Ich habe Nein gesagt, verschwinden Sie. Aber Sie müssen uns doch eine Erklärung geben. Ich schlage euch mit der Faust in die Fresse, wenn er jetzt nicht verschwindet. Wir sind hier, um die Öffentlichkeit zu informieren, was unser Recht ist. Komm, Julio, bei dem man das nicht. Die können uns doch nicht. Ich schwöre dir. Seien Sie Warum leise. nicht? Hier kommen Sie nicht rein, Warum gehen Sie. nicht? Ist Benzi im Haus? Hey, sagen Sie das nicht.
Also gut, dieser Benzi begeht Selbstmord. Oder glauben Sie das nicht? Das denken Sie. Der wird sich hüten. Was sonst? Vorhin klingelte der Gasmann und brachte das hier. Der Gasometer. Was sagst du? Die Bombe ist am Gasometer. Hallo, hier ist Terzi. Die Bombe ist am Gasometer. Ich fahre hin. Ich gebe es weiter. Gut. Angela, du bleibst im Auto. Non muoverti, eh? Sì. Andrea! Es ist aus mit dir! Komm runter, sonst bringen sie dich um! Hörst du mich? Nicht schießen! Nicht schießen, sonst fliegt alles in die Luft. Ein Megafon. Niemand gibt ohne meinen Befehl einen Schuss ab. Alles in Deckung und Ruhe bewahren. Suchen Sie mal Kommissar Ja, Terzi. Dottore, die Scharfschützen sind in Stellung gegangen. Ja, gut. Diese Weste ist kugelsicher. Na, danke. Ich bin sicher genug, wenn ich im Wagen bleibe. In 12 Minuten läuft das Ultimatum ab. Wo bleibt denn Terzi? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich kann Kommissar Terzi nicht finden. Sie werden ihn weitersuchen. Non c'è da nessuna parte. Mi senti? Mi senti? Ich kann Ihnen nichts versprechen. Aber wenn Sie runterkommen, dann werde ich... Wir sind da, Kommissar. Ich halte die Maschine so lange über dem Gasometer, bis Sie sich ausgeklinkt haben. Gut. Ich bin fertig. Aber wer ist denn das da oben? Das ist Kommissar Terzi. Ist er auch verrückt geworden?
Wir müssen Sphinx ablenken. Die Sirenen einschalten. Hast du endlich kapiert, du Polizist? Es wäre viel zu wenig, nur Betsy umzubringen. Das wäre einfach. Alle diese Ratten sollte es treffen für die Verbrechen, die sie getan haben. Damals war ich glücklich. Ich wartete auf sie, auf meine Braut. Doch sie kam nicht. Sie konnte nicht. Verstehst du? Sie wird nie mehr kommen. Und all das nur, weil sich das Schwein bereichern wollte. Er hat Zement gespart. Er hat bei einer Brücke Zement gespart. Risparmiando cemento per le gettate di un ponte. E per uno come lui è niente. Poco meno che niente tutto questo. Per tutti quelli come lui, cosa vuoi che sia? Poliziotto! Appena un fatto di cronaca. Für so einen ist der Tod zu wenig. Wie soll er das mit seinem bisschen Leben bezahlen für all die Leute, die er umgebracht hat? Das ist viel zu wenig. Ich wollte mich rächen. Ich habe an nichts anderes mehr denken können. Vielleicht habe ich kein Recht dazu. Aber sag mir, hat denn Benzi das Recht gehabt, sie umzubringen? Sie umzubringen, weil er reich sein wollte? Soll er frei ausgehen? Der Mörder mit sauberen Händen, ha? Ich kann dich gut verstehen. Lass uns gehen. Wir gehen runter. Du hast keinen Ausweg. Machen Sie Platz, gehen Sie zur Seite. Hey, Sie auch. Gehen Sie, gehen Sie. Julia, komm. Kommissar, wir bitten um eine Erklärung. Ich habe keine Erklärung abzugeben. Kommissar, eine Nein, Frage. ich beantworte Kommissar, wie keine heißt das? Frage. Sie Nein, müssen uns nichts, helfen, was kein Sie Kommentar. sagen. Wir müssen informieren. Die Presse hat ein Recht auf Fragen. Reden Sie bitte. Sie haben sehr viel riskiert, Terzi. Aber es war saubere Arbeit. Das Gleiche kann ich von Ihnen nicht sagen. Die Scharfschützen brauchten nicht zu schießen. Nun ja doch, Terzi. Sie sind Polizist. Sie wissen, dass man das nicht in der Hand hat. Und das gefällt mir nicht. Räumen Sie die Straße, gehen Sie weiter. Dort holen Sie Weiter uns gehen. eine Erklärung ab. Wer war der wo Mann? die Bombe versteckt ist. Es soll eine Verbindung zu Benzi geben. Was wissen Sie darüber? Mein Kompliment, Kommissar. Sie haben Grund, sich zu freuen. Was fällt Ihnen ein? Weißt du, was mir einfällt? Wenn du denkst, dass du für deine Verbrechen nicht bezahlst, irrst du dich. Ich habe nur darauf gewartet, dass ich einen Beweis finde. Jetzt ist es Terzi, soweit. was machen Sie? Sind Sie verrückt? Ich präsentiere Ihnen das Hirn der Entführer. Hier, diese Schecks tragen die Unterschrift des höchst ehrenwerten Signor Benzi. Sie beweisen seine Geschäfte mit Ghini. Da, filmen Sie das. Los, Mann. Führen Sie ihn ab. Ja, Doktor.
Der Kommendatore Benzi. Sagen Sie, Terzi, wie kamen Sie auf den... Den Anfang des ganzen Knolls, meinen Sie? Das ist ein Geheimnis zwischen mir und einem Buchhalter. Alles Weitere können Sie in meinem Entlassungsschreiben nachlesen. Wir reden jetzt nicht über ein Entlassungsgesuch. Erzählen Sie mir was von Sphinx. Ach, das war ein armer Teufel. Seelisch zerstört war er ein Werkzeug Ginis, das sich von Benzi lösen wollte. Kompliment, Terzi. Was bedeutet das? Ich demissioniere. Nun ja, Terzi. Mir tut es auch leid, dass der arme Teufel sterben musste. Aber unser Beruf ist hart und nicht immer ist es möglich. Mark und ich. Verzeih mir.